Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde bei Cargold. Heute sind wir an einem ganz besonderen Auto. Das haben wir ja meistens für euch. Ein Porsche Turbo Cabrio 3,3 Liter aus dem Baujahr 1989. Und wir haben heute mal, was man eigentlich nicht macht, bei so einem tollen Wetter das Dach drauf gelassen, weil es ist so eine Hitze hier bei uns. Es hat heute 34 Grad. Das möchte ich nicht offen fahren. Der hat auch eine Klimaanlage. Wir haben jetzt die Fenster auf. Übrigens hier heizbare Heckscheibe. However, was das ist, weiß ich nicht. So. Na, also auf jeden Fall ist das ein ganz tolles Auto, und zwar deshalb, es ist eine deutsche Erstauslieferung. Der Wagen befindet sich jetzt seit 30 Jahren in einem Besitz und hat erst, schaut mal, was der gelaufen hat, original 50.945 Kilometer. Und jetzt bekommt er hier bei uns die nächsten 20, übrigens, was ich gerade sehe. Der Tacho geht nicht, aber das ist natürlich ganz doof. Das du lieber Gott. Naja, ich denke mal, dass das jetzt erst ausgefallen ist. Also man spürt an den ganzen Armaturen hier, am Armaturenbrett hier, der Wagen hat wirklich wenig gelaufen. Und ich glaube, dass der Tacho hier ausgefallen ist. Das ist jetzt erst kurzfristig passiert. Auto steht so lange in der Sammlung mit 20 Fahrzeugen, ist also immer bewegt worden. Und wenn wir ihn jetzt ein bisschen warm gefahren haben, dann wollen wir mal schauen, was er wirklich kann. Er hat eine ganz tolle Datenkarte. Er hat eine super Sonderausstattung. Wir haben mehrere Codes gefunden, die wir gar nicht identifizieren können. Aber alles laut Porsche Datenkarte. Wie gesagt, er hat wenig gelaufen. Also seit wann der Tacho jetzt nicht geht, weiß ich nicht. Aber das werden wir gleich feststellen. Ihr wisst ja, ab 4000 Umdrehungen, wenn man da drauf tritt, da geht der Turbo richtig zur Sache. Aber ich warte mal noch einen kleinen Moment. Ich mache hier mal ein bisschen leiser, ein bisschen Fenster zu. Ist jetzt vielleicht doch ganz sinnvoll. Dann wollen wir mal gucken, was das gute Stück kann. Er hat richtig Kraft, merkt man schon. Also man spürt, wie sich das Auto anfasst. Er hat wirklich ganz, ganz wenig gelaufen. Der Wagen ist Checkheft gepflegt. Er hat alles, was nötig ist, um zu belegen, dass es ein deutsches Originalfahrzeug ist. Und was mir besonders gefällt, er hat diese ganz tolle Farbausstattung. Er ist außen Anthrazit Metallic, Original Porsche Farbe. Innen hat er so grau-beiges Leder mit Piping, schwarz oder grau ist das, glaube ich. Das ist das, was diese Sonderausstattung ausmacht. Und es ist auch ein werksleistungsgesteigerter, also ein WTL-Wagen. Wir wissen aber nicht, ob das offiziell bei Porsche gemacht ist. Das müssen wir noch gucken. Oh ja. Wisst ihr, man darf ja immer, muss immer aufpassen mit den Dingern. Aber er fährt gut, merkst du? Er fährt richtig schön. Das ist ein ganz tolles, sauberes, gepflegtes Auto. Wir haben euch ja gestern schon den Targa 3,3 Turbo gezeigt. Das ist der gleiche Eigentümer. Die Autos haben alle eine super Handschrift, sind top gepflegt. Schöner Wagen. Oh ja, das merkt man. Richtig super. Kann man gut hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das zieht mehr. Ne? Das zieht überhaupt nicht, wenn man so fährt. Das ist schon mal ganz interessant. Also man kann auch Turbo Cabrio geschlossen fahren, aber ihr seht ja, glaube ich, stahlblauer Himmel. Wir haben es jetzt nachmittags 15 Uhr. Das ist eine absolute Hitze. Und das wollte ich uns jetzt nicht antun. Deswegen haben wir das Dach drauf gelassen. Es gibt auch nur einen Grund. Unsere Kameras sind höchst sensibel. Wir haben ja Top-Kameras im Einsatz. Und wenn die zu warm werden, schalten die sich ab. Und dann können wir die Filme nicht mehr weiterdrehen. Das ist uns jetzt schon ein paar Mal passiert. Und dann haben wir gesagt, bevor wir uns jetzt dieser Hitze aussetzen, lassen wir mal das Dach drauf. Aber man merkt jetzt schon, also toll. Übrigens, was einem Turbo auffällt, der läuft ja jeder Spur hinterher und das merkt ihr sofort im Lenkrad. Also ihr müsst immer aufmerksam sein mit so einem Wagen, der verzeiht überhaupt keine Unaufmerksamkeit. Immer voll konzentriert Auto fahren. Oh, er zieht schön los, ne? Merkt man jetzt. Ja, Motor hört sich ganz gesund an, er schaltet sich auch toll. Das ist ja noch dieses Getriebe hier, übrigens 5-Gang, das erste 5-Gang-Getriebe überhaupt von Porsche. Das macht das Auto auch zur Rarität. Und danach war ja 1989, Ende war vorbei mit dem G-Modell. Und dann gab es den 964. Also das ist einer der allerletzt gebauten Turbo-Cabrios. Und damit ist das Highlight dieser Serie gewesen. Gab es nichts Besseres. Ja, hallo liebe Freunde, heute hier auf der weiten Wiese bei 34 Grad in der Sonne.
Porsche Turbo Cabrio 3,3 Liter mit über 300 PS. Wir sind eben gerade die ersten Meter gefahren, kann ich euch sagen, Auto läuft toll. Das ist nicht nur eine absolute Rarität. Wir haben schon einige gehabt, die hatten aber meistens mehr gelaufen. Der hier hat erst 50.000 gelaufen, jetzt geht eigentlich der Tacho gerade nicht. Da müssen wir mal gucken, aber das kann sich da nur ein paar hundert Kilometer handeln. Also kurz zur Erklärung, Turbo könnt ihr erkennen, das sind die breiteren Ausschnitte überall über den Rädern, die Radhäuser, dann da hat er den festen Turbodeckel hinten, das machen wir gleich mal auf. Da sitzt ja der Ladeluftkühler drunter. Er hat schöne originale Fuchsfelgen, wie ihr seht, alles tipptopp im Zustand bei dem Wagen. Und ich finde, er hat eine traumhafte Farbkonfiguration. Dieses Anthrazit Metallic, also der Wagen ist komplett nach Datenkarte. Und ist ein völlig unfallfreies, originales Fahrzeug, was wir aus einer Sammlung haben. Und dass der erst 50.000 gelaufen hat, das merkt man. Das merkt man am Fahren. Und das kann man auch gut merken, wenn man sich das Auto en Detail anguckt. Wir haben ihn jetzt eben gerade in der Pflege gehabt. Er war ein kleines bisschen zugestaubt, weil der ältere Herr seine 80 Autos nicht jeden Tag fahren konnte. Aber schaut euch das mal an, was das für eine Linie ist. Also ein Turbo Cabrio war ja dann wirklich das Interessanteste und das Beste, was Porsche gebaut hat 1989. Danach war mit der Serie Ende. Also das ist eigentlich das Highlight. Und dafür, dass der Wagen unter 200.000 kostet, und zwar einiges unter 200.000, finde ich den hoch interessant für Sammler, für Sammlungen. Und der ist ja total fahraktiv. Also es macht richtig Freude, den zu fahren. Das ist so ein richtiger, krachiger Ur-Porsche. Übrigens, Spitzengeschwindigkeit bei dem Auto waren 270 Sachen. Das ist eine ganze Menge. Und ich habe eben schon gemerkt beim Fahren, so ein Turbo reagiert sehr giftig. Also auch wie er so hinterherläuft. Du musst wirklich aufmerksam fahren. So wie da eine kleine Bodenwelle ist und Straße geht nach rechts oder links, läuft er da hinterher. Also das fällt auf bei dem Wagen. Das haben die aber alle. Wir haben ja gestern den schwarzen Targa gefilmt. Habe ich das auch gespürt. Also die fahren sich ziemlich identisch, wobei ich finde, dass das Auto von der Qualität noch mal einen Tick besser ist. Also das ist wirklich was für eine Sammlung. Ich glaube nicht, dass wir ihn lange haben, weil das ist echt eine Rarität und es gibt ja diese Autos mit dieser geringen Laufleistung. Eigentlich so gut wie gar nicht. So, hinten Doppelrohr-Auspuffanlage, könnt ihr hier sehen, das ist typisch für ein Turbo, ist das klassische Erkennungsmerkmal gewesen. Die sind ja gebaut worden seit 1975 und sind nachher weiter verstärkt worden. Also erst von 3 Liter und dann auf 3,3 Liter, weil die Jungs einfach mehr Power haben wollten. Und er hier, also wenn ich das mit den Daten richtig gelesen habe, braucht 4,9 Sekunden bis 100. Das war 1989 ein super Wert. So, jetzt machen wir mal hier ein paar schöne Vorbeifahrten. Ich zeige euch das mal, was so ein Wagen kann. Also jetzt, wo ich hier die ersten Meter mit unserem Turbo gefahren bin, ist mir aufgefallen, dass er einen ganz tollen, edlen Erhaltungszustand hat. Vielleicht, Paul, schaust du mal da in die Türen, wie das aussieht. Die gesamte Türverkleidung, der Wagen hat ein super Soundsystem, das ist innen noch original, das ist nicht abgegriffen, das ist alles noch in einem absoluten Top-Zustand. Das ganze Leder, das ist fast wie ein Jahreswagen. Das habe ich bei so einem alten 911er, der mittlerweile ja 35 Jahre fast alt ist, überhaupt noch nicht gesehen. Hier das Blaupunktradio, guckt euch mal das Lenkrad an. Das ist wunderschön noch erhalten. Auch der Schaltknüppel hier oben, also wirklich astrein in Ordnung. Und so wie sich das Auto schaltet und fährt, ich will jetzt nicht sagen neuwertig, aber das ist ein 95% Auto und sowas ist wirklich absolut selten. Im Übrigen hat der Wagen eine Vollausstattung. Also nicht nur diese WTL-Geschichte und weitere Super-Extras. Er hat hier auch eine Klimaanlage, was nicht jeder genommen hat bei einem deutschen Cabriolet. Und dann hat er hier, das mal zur Erklärung, hier ist die Lüftung, Gebläse. Und hier vorne seht ihr die klassischen Instrumente, also einmal hier die Uhr. Auch das ist alles noch neuwertig. Schaut euch das mal an. Hier der Tacho, der im Moment nicht geht, however, das müssen wir prüfen. Hier ist der Ladeluftkühler, Ladedruck vom Turbo. Er dreht bis 6.500 Umdrehungen. Öldruck, also ist alles tipptopp. Hier ist auch alles neuwertig. Oder schaut euch das bitte mal an. Hier die Griffe, die sind normalerweise immer abgenüdelt irgendwie.
Hier vorne die elektrischen Fensterheber. Also dieses zweifarbige auch, das war ja eine absolute Sonderausstattung bei Porsche. Das hat der Wagen und das ist wirklich noch neuwertig. Also trotz dieser über 30 Jahre überhaupt gar kein Alterungsprozess hier festzustellen. Das ist was Besonderes und deswegen zeigen wir euch das auch hier. Wenn Paul vielleicht mal kurz auf die Sitze, schaut euch das mal an. Dieses Piping Grau mit Beige im Detail, das ist ja immer noch wie neu, dieses schöne Leder. Das heißt, der Wagen hat wenig Sonne gesehen, sonst wäre er nicht in diesem Zustand. Der hat gar keine Risse, er ist nicht trocken gelagert worden. Also der Zustand, der ist fantastisch. Auch bitte mal nach hinten gucken. Da liegt jetzt meine Lesebrille drauf, aber egal. Da kann man Turbo sehen, dass es ein Original Turbo ist. Und hier vorne die Sitze für Kinder, die kann man ja mitnehmen. Das ist auch alles noch neuwertig. Der Wagen riecht auch noch sehr, sehr gut. Also wir fahren jetzt mal. Ich wollte euch das mal im Detail zeigen, weil der ist wirklich, wirklich klasse gepflegt. Das ist sehr selten bei so einem Wagen, wirklich selten. Und das merkt man auch, wenn man ihn fährt. Ich glaube, das ist von der G-Modell-Serie bisher das beste und neueste, was wir gehabt haben. Und ich habe schon diverse G-Modelle verkauft in meinem Leben, also ich schätze mal so 30 bis 40 Stück. Das ist hier absolut einer der besten. Und als 3,3 Liter Cabrio ist das ja die Rarität. Danach gab es nichts Besseres mehr. Und dazu kommt es, das ist eine deutsche Erstauslieferung. Der Wagen befindet sich jetzt in zweiter Hand. Ich glaube, sowas gibt es am Markt überhaupt nicht wieder. Und wenn man sich überlegt, was heute eine Restaurierung von so einem Wagen kostet, und dann hat man ihn gar nicht mehr so schön wie den. Also ich bin der Meinung, dass das Auto ein Sonderangebot ist. Also wirklich, bei der Qualität, die wir hier bieten können, einmalig. Jetzt wollen wir mal gucken. Ja. Das ist natürlich richtig Autofahren, ne? Das ist richtig Autofahren pur. So. Aber macht sich Spaß zu fahren. Ist so ein richtig aktiver Wagen. Und man merkt, wenn ab 4000 Touren der Turbolader einsetzt, wie der Wagen nach vorne schiebt. Ist aber ein Auto, was man wirklich Auto fahren können muss. Ja. Tolles Ding. Ganz fahraktiver, toller Wagen. Ich merke gerade eine leichte Unwucht. Ich glaube, die Räder müssen mal vorne ausgewuchtet werden, das ist aber nicht doll. Der macht so richtig Spaß, so ein richtiger Ur-Porsche mit richtig Dampf. Danach war das alles ein bisschen weichgespült bei Porsche, aber dieser hier, das ist so ein echter Ur-Porsche, so ein richtiges Tier beim Autofahren. Man merkt auch, wie der Turbolader richtig losmacht. Jetzt mal hinter der Kurve aufpassen und dann schauen wir mal. Also der rauscht richtig los. Das Auto ist kerngesund. Das ist ein unglaublich guter Turbo. Ich weiß gar nicht, ob es weltweit überhaupt noch bessere gibt. Vielleicht noch 5 Stück, die genauso gut sind. Aber besser kann nicht sein. Der Wagen ist wie ein Jahreswagen. Ja, er zieht aber richtig. Zieht aber richtig schön nach vorne durch. Tolles Auto. Läuft der wirklich absolut klasse. Ich bin total begeistert. Das ist ein super Teil. Ja, liebe Freunde, jetzt haben wir fast unsere Probefahrt wieder beendet. Das ist ein klassischer 80er Jahre Porsche in einem fantastischen Zustand. Da spürt man beim Fahren, dass alles in Ordnung an dem Auto. Jetzt mal vom Tacho da abgesehen. Mein Gott, das muss eine Kleinigkeit sein. Aber sonst läuft der Wagen wirklich einmalige Spitze. Und so ein Turbo, das war damals wirklich ein tierisches Auto. Der hat diese Urgewalt ab 4000 Umdrehungen, das merkt man, der Motor ist kerngesund, das hört man, das spürt man. Das ist ein Auto, was ganz, ganz wenig gelaufen hat. Und wie gesagt, das Auto ist seit 1993 in zweiter Hand bis heute und wird jetzt nach 30 Jahren fast aus Altersgründen abgegeben. Also ein Auto ist meine absolute Empfehlung. Also wenn man ein Sternchen so an manche Auto machen könnte, der hier verdient auf jeden Fall ein. Das ist ein traumhaft schönes Auto. Übrigens passt heute zum Wetter, da vorne ist der Simsee in grün-blau, wunderschön. Also macht eine Riesenfreude, bei so einem Wetter mit so einem Wagen unterwegs zu sein. Vor allen Dingen, wenn der so gut fährt und so viel schönen Dampf hat. Der hat ja richtig Brause, der Wagen.
Autofahren pur. Jetzt müssen wir noch aufpassen. Tacho geht nicht, muss ich mich sehr auf mein Gefühl verlassen. Wir dürfen nur 50 fahren. Aber das haben wir jetzt, glaube ich. Aber das ist richtig ein toller Wagen. Total fahraktives Auto. Und man spürt halt hier noch die Urgewalt auf der Straße. Man merkt wirklich jeden Huppel. Fahrwerk läuft überall hinterher. Man muss sehr konzentriert fahren. Aber es fordert ein Fahrrad. Und das ist Freude am Fahren. Yeah! Ah, der geht geil, was? Ah, ja. Super schöner Wagen. Super schönes Auto. Das macht richtig Spaß. Da weiß ich auch, wieso ich meinen Job schon seit 35 Jahren mache, weil mich sowas immer wieder total begeistert. Das macht einen solchen Spaß hier. Da kommt so richtig Freude auf. Also autonomes Fahren ist nichts für mich. Und ich glaube, der das Auto kauft, der will auch nicht autonom fahren. Sondern das ist ein richtig fahraktiver, toller Wagen. Macht eine Riesenfreude mit dem Auto. Ja, da ist unser Hof, da sind wieder unsere 70 Autos unter Verschluss. Da kommt er jetzt auch wieder hin. War eine total schöne, aktive Probefahrt bei bestem Sommerwetter heute. Also wirklich meine absolut heiße Empfehlung. Das ist ein super Porsche. Ein originales 3,3 Liter Cabriolet mit über 300 PS mit einer totalen Volllautstärke. Ich glaube, sowas gibt es kein zweites Mal. Innen dieses wunderschöne, tolle, originale Interieur. Das war eine Sonderausstattung, die tipptopp in Ordnung ist. Wagen hat elektrische Sitze hier vorne. Ging 1989 ja erst damit los. Mitte ist die Klimaanlage, erste graue Teppiche. Also alles in einem super Zustand, wie man das, glaube ich, so nicht bekommt. Und das war das Stärkste, was damals Porsche gebaut hat. 3,3 Liter Turbo Cabriolet, Original Cabrio. Und der Zustand ist wirklich fantastisch. Und er fährt sich auch so, wie er aussieht. Also wirklich ein ganz feines, ein ganz tolles Auto. Hat mich eben total begeistert. Oh, ich muss mal das Licht ausmachen, sonst geht die Batterie leer. Moment. Ja. So, wollen wir mal kurz mal den Motor zeigen. Ich ziehe das mal auf. Beim Porsche ist das ja klassischerweise hier vorne. Unten drunter ist der Ladeluftkühler, deswegen auch die feste Turboschaufel. Ganz schön schwer, so ein Deckel habe ich ein bisschen unterschätzt. Nee, der hält nicht. Also da ist die Raste nicht in Ordnung, aber okay, das wollen wir jetzt mal nicht überbewerten. An dem Auto ist natürlich nie was gemacht. Das heißt Quatsch, der ist ganz original. Nee, jetzt kann er nicht mehr. Der musst du schneiden, jetzt ist meine Stimme weg. Ja, ich verabschiede mich, ich wünsche euch alles Gute, bis zur nächsten begeisterten Probefahrt. Euer Stefan Luftschütz, macht's gut, bis demnächst. Ciao.